Willkommen bei Bayern News und Liga Insider. Wir blicken auf Alphonso Davies, da dieser aktuell einem möglichen Wechsel zu Real Madrid ausweicht. Dann haben wir zu Leroy Sané direkt zwei brisante News. Zum einen will wohl Barcelona nächsten Sommer zuschlagen und zum anderen gibt es neue Transfergerüchte aus der Premier League. Hier wird es also spannend. Dann gibt es ein positives Update zum verletzten Harry Kane und zum Abschluss gibt es zwei Hammer-Themen. Jamal Musiala winkt ein XXL-Gehaltsangebot und Toni Kroos persönlich empfiehlt Real Madrid einen FC Bayern München-Star. Liken, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Somit supportet ihr unseren Kanal und verpasst keine Folgen mehr. Wir bedanken uns und starten mit der aktuellen Folge. Bleibt dran. Es wird wieder viel über Alphonso Davies und Real Madrid gesprochen, denn Davies weicht der Zukunftsfrage aktuell aus. Alphonso Davies präsentiert sich in der aktuellen Saison in starker Form und ist unter Trainer Kompany fester Bestandteil der Startelf geworden. Dennoch bleiben Spekulationen über einen möglichen Abschied im kommenden Sommer bestehen. Der Kanadier hält sich weiterhin alle Optionen offen. Mit seiner Schnelligkeit passt Davies perfekt zu Kompanys Spielstil, doch es ist ungewiss, wie lange der Trainer noch auf den Linksverteidiger zählen kann. Davies' Vertrag läuft nur noch bis Sommer 2025 und ein möglicher Wechsel zu Real Madrid steht seit Monaten im Raum. Trotz der vielen Gerüchte hat sich der 23-Jährige bisher nicht eindeutig zu seiner Zukunft geäußert. Auch nach dem 3:3 gegen Eintracht Frankfurt blieb er vage. Im Moment konzentriere ich mich darauf, gesund zu bleiben und für meinen aktuellen Verein zu spielen. Ich denke nicht darüber nach, was die Zukunft bringt. Mein Fokus liegt darauf, fit zu bleiben und meinem Team zum Erfolg zu verhelfen, sagte Davies im Interview mit ESPN. Laut der Bild fordert Davies ein Gehalt von rund 16 Millionen Euro plus Bonuszahlungen sowie ein Handgeld in Höhe von 15 Millionen Euro. Die Bayern sollen jedoch nur bereit sein, etwa 13 Millionen Euro zu zahlen. Obwohl der Kanadier deutlich bessere Leistungen als in der Vorsaison zeigt, bleibt unklar, ob die Bayern ihre Offerte erhöhen. Ein ablösefreier Verlust wäre für den Rekordmeister ebenfalls keine wünschenswerte Option, weshalb die Verhandlungen weiter entspannt bleiben. Letztlich dürfte Davies' Zukunft davon abhängen, welcher Verein das lukrativere Gesamtpaket bieten kann. Und die Zeichen stehen derzeit eher auf Real Madrid. Hier wurde nun mittlerweile sehr viel drüber gesprochen. Schreibt eure Meinung gern einmal in die Kommentare. Glaubt ihr, dass Alphonso Davies im Sommer zu Real Madrid wechselt oder beim FC Bayern bleibt? Barcelona plant wohl einen ablösefreien Sané-Transfer im nächsten Sommer. Die Zukunft von Sané beim FC Bayern München ist weiterhin ungewiss. Auch nach seiner Leistenoperation und starken Leistungen ist seine Vertragsverlängerung bisher nicht in Sicht. Das hat das Interesse mehrerer europäischer Topclubs geweckt, besonders des FC Barcelona. Laut des Transferexperten Moretto hat der spanische Verein den deutschen Nationalspieler ins Visier genommen und hofft, ihn im Sommer 2025 ablösefrei verpflichten zu können. Sané steht also auf der Transferliste der Katalanen und Trainer Hansi Flick, der Sané aus seiner Zeit bei Bayern kennt, ist ein großer Fan des Flügelspielers. Während der FC Bayern München wohl im Hintergrund gerade daran arbeitet, den 28-Jährigen langfristig zu halten, besteht die Gefahr, dass er den Klub ohne Ablöse verlässt. Die Katalanen beobachten die Situation ganz genau und wären im Falle eines ablösefreien Wechsels bereit, direkt zuzuschlagen. Eine weitere Hürde für Sanés Vertragsverlängerung ist natürlich der starke Auftritt von Neuzugang Michael Olise. Der Franzose hatte sich in dieser Saison einen Stammplatz erkämpft, was die Konkurrenz für Sané verschärft. In den letzten Spielen kam Sané häufiger als Joker zum Einsatz, was die Spekulation über seine Zukunft und seine Rolle im Team aufkommen ließ. Dennoch fühlt sich Sané in München weiterhin wohl. Laut der Sportbild sollen nach der Länderspielpause weitere Gespräche zwischen ihm und dem Verein stattfinden, um seine Zukunft zu klären. Es bleibt auf jeden Fall spannend, ob die Bayern Sané langfristig binden können oder er einen Schritt zu einem anderen Topclub wagt und damit kommen wir direkt zum nächsten Thema. Denn auch in England ist Sané heiß begehrt. Der 28-Jährige steht bei mehreren Premier League Clubs auf dem Radar, insbesondere bei Newcastle United. Wie eben schon gesagt, läuft Sanés Vertrag im Sommer 25 aus, was die Aufmerksamkeit des Magpies auf sich gezogen hat. Mike Brown, ehemaliger Chefscout der Premier League, erklärte gegenüber Football Insider, dass Newcastle alles tun werde, um Sané ablösefrei zu verpflichten. Angesichts ihrer finanziellen Möglichkeiten werden sie versuchen, den Deal über die Bühne zu bringen. Laut Brown hat Newcastle Sané seit Abgang von Manchester City im Blick. Der Marktwert des deutschen Nationalspielers, der 65 Länderspiele absolviert hat, liegt bei etwa 70 Millionen Euro. Für Newcastle wäre ein ablösefreier Transfer im Sommer 25 daher ein attraktives Geschäft, da sie keine Ablösesumme zahlen müssten und dennoch einen Topspieler erhalten würden. Allerdings bleibt Bayern wohl Favorit für Sané. Trotz des Interesses aus England, unter anderem von Newcastle und Arsenal, bleibt der FC Bayern der erste Ansprechpartner für Sané.
Die Münchner wollen den 28-Jährigen weiterhin langfristig binden. Doch die sportliche Lage für Sané hat sich zuletzt verschlechtert. Wie eben schon erwähnt, hat Michael Olise richtig zugeschlagen und Serge Gnabry liefert aktuell auch gute Leistungen ab. Und nach seiner langen Verletzungspause befindet er sich nun mal eben in der Reservistenrolle unter Trainer Vincent Kompany. Was glaubt ihr? Wird Sané wechseln zu Barca, auf die Insel oder bleibt er beim FC Bayern München? Schreibt es gern in die Kommentare. Leute, es gibt eine Entwarnung für Harry Kane. Der Stürmer des FC Bayern München hat sich keine ernsthafte Verletzung zugezogen. Nachdem Kane im Spiel gegen Eintracht Frankfurt aufgrund von Schmerzen im Oberschenkel ausgewechselt werden musste, gibt es nun gute Nachrichten. Eine Untersuchung bei der englischen Nationalmannschaft ergab, dass keine strukturelle Verletzung vorliegt, was sowohl die Fans des FC Bayern als auch der englischen Nationalmannschaft aufatmen lässt. Kane musste beim 3:3 Unentschieden gegen Frankfurt in der 72. Minute das Spielfeld verlassen, nachdem er über Schmerzen im Oberschenkel klagte. Zunächst sorgten sich viele um eine längere Verletzungspause, doch nach einer Untersuchung durch die Ärzte des englischen Teams konnte diese Befürchtung ausgeräumt werden. In den nächsten Tagen wird Kane wie geplant an den Nations League-Spielen gegen Griechenland und Finnland teilnehmen. Zunächst hatte der FC Bayern in einer Meldung betont, dass die Diagnose noch ausstehe, doch nun ist klar, dass der Stürmer für die Nationalmannschaft einsatzfähig ist. Es war nicht das erste Mal in dieser Saison, dass Kane mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte. Bereits im Spiel gegen Bayer Leverkusen zog er sich eine leichte Verletzung zu und musste kurz pausieren. Trotz einer derzeitigen Torflaute wäre ein längerer Ausfall Kanes ein harter Rückschlag für den FC Bayern. Nach der Länderspielpause steht für die Münchner das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart an, vermutlich wieder mit Harry Kane auf dem Platz. Es geht um einen neuen Bayern-Vertrag für Jamal Musiala und dieser steht wohl vor einer mega Gehaltserhöhung. Sportverstand Max Eberl zeigte sich zuletzt optimistisch, was die Vertragsverlängerung des 21-jährigen Ausnahmetalents betrifft. Sollte Musiala beim deutschen Rekordmesser verlängern, winkt ihm eine deutliche Gehaltssteigerung. Die Verhandlungen zwischen dem FC Bayern und Musiala laufen auf Hochtouren. Laut Eberl ist der Austausch mit der Spielerseite intensiv. Es gab mehrere Gespräche und der Austausch ist regelmäßig. Ich bin sehr zuversichtlich, hier entsteht etwas Besonderes, das spürt auch Jamal, so der Sportvorstand. Nach Informationen von Sky ist der FC Bayern derzeit der einzige Verein, mit dem Musiala in Verhandlungen steht. Andere Clubs spielen keine Rolle, was den Bayern zusätzliche Sicherheit gibt. Auch Musialas Mitspieler, darunter Neuzugang Michael Olise, setzen sich aktiv für eine Vertragsverlängerung ein. Musiala und Olise haben sich in dieser Saison als dynamisches Duo bewährt, was die Entscheidung des Nationalspielers für Bayern weiter bekräftigen könnte. Obwohl die Gehaltsverhandlungen noch nicht abgeschlossen sind, kursieren bereits Spekulationen. Laut Sky könnte Musiala eine Gehaltserhöhung erhalten, die ihn zum Topverdiener beim FC Bayern machen würde. Sein Jahresgehalt könnte auf bis zu 25 Millionen Euro brutto inklusive Boni ansteigen, während er aktuell etwa 8 bis 9 Millionen Euro verdient. Der FC Bayern plant Musiala langfristig an den Club zu binden. Sollten die Verlängerungen noch in diesem Jahr erfolgen, könnte der neue Vertrag bis 2029 laufen. Bei einer Unterschrift im Jahr 25 wäre sogar eine Laufzeit bis 2030 möglich. Ich denke, wir können alle davon ausgehen, dass Musiala bei den Bayern bleibt. Meine Frage an euch ist eher, was haltet ihr von diesen unfassbaren Gehältern? Schreibt mir das gern einmal unten in die Kommentare. Jetzt gibt es spanische Berichte, die sagen, Toni Kroos empfiehlt Real Madrid die Verpflichtung eines Bayern-Stars. Nach seinem Karriereende im Sommer hat Toni Kroos bei Real Madrid eine große Lücke hinterlassen. Zwar verfügt der Club im zentralen Mittelfeld über zahlreiche Topspieler, doch einen direkten Ersatz für den Spielemacher Kroos gibt es bisher nicht. Nun soll der Weltmeister von 2014 selbst den Verantwortlichen seines Ex-Clubs einen Transfertipp gegeben haben und dabei handelt es sich um einen Bayern-Star. Laut Fichajes.net hat Kroos den Realbossen Joshua Kimmich als möglichen Nachfolger empfohlen. Der 29-Jährige, dessen Vertrag beim FC Bayern nur noch bis 2025 läuft, wäre ein idealer Kandidat, um Kroos' Rolle im Mittelfeld zu übernehmen. Eine Vertragsverlängerung in München ist aktuell ungewiss. Die Bayern-Verantwortlichen schätzen Kimmich jedoch sehr und arbeiten an einer baldigen Vertragsverlängerung. Doch das spanische Portal spekuliert, dass ein Angebot von rund 50 Millionen Euro im Winter ausreichen könnte, um die Bayern zu einem Transfer zu bewegen, sollte Kimmich keine Verlängerung anstreben. Dieser Betrag würde dem Marktwert des deutschen Nationalspielers entsprechen. Gerüchte über einen Wechsel Kimmichs nach Spanien gibt es bereits seit längerem, wobei der FC Barcelona ebenfalls Interesse zeigt. Der neue Kapitän der deutschen Nationalmannschaft hat dort mit Ex-Trainer Hansi Flick einen starken Befürworter. Laut diverser Transferexperten plant der FC Barcelona frühzeitig Gespräche mit Kimmich aufzunehmen, um ihn vor einem möglichen Wettbieten mit anderen Clubs zu sichern. Damit möchten die Katalanen sich die Dienste des Mittelfeldspielers rechtzeitig sichern. Eure Gedanken dazu gern einmal unten in die Kommentare.
Das war's bis zu diesem Zeitpunkt mit den aktuellen News. Hinterlasst ein Like, Kommentar und ein Abo, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Bayern News und Bundesliga Insights.